Hallo Männer, heute geht es um das Thema Depression bei Männern. Mein Name ist Michael Klein, ich bin Männertherapeut und Männerversteher. Warum ist das Thema Depression wichtig? Immer mehr Männer in unserer heutigen modernen Gesellschaft sind von Depressionen betroffen und viele wissen es nicht. Im letzten Jahr waren 6 bis 8% der erwachsenen Männer von einer Depressionserkrankung betroffen und die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch sehr hoch. Was ist eine Depression? Eine psychische Erkrankung der Stimmungslage. Das heißt, unsere Stimmung ist über außergewöhnlich lange Zeit, oft viele Monate, so verändert, dass die Lebensqualität entscheidend nachlässt. Wir fühlen uns bedrückt, fühlen uns hoffnungslos. Andere Symptome der Depression sind zum Beispiel durchgängig negatives Denken, Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit, Grübeln und Schlaflosigkeit. Und bei Männern, das ist das Entscheidende, kommt als Form einer Männerdepression noch hinzu, dass sie extrem reizbar, aggressiv, irritierbar sind, dass sie Konzentrationsschwierigkeiten haben und dass sie oft auch starke Versagensängste haben. Die Depression wird auf der einen Seite durch ein stresshaftes Leben oft erzeugt oder mit verursacht. Die Depression selbst erzeugt aber auch hohen Stress im Leben von Männern, sodass sie sich zurückziehen, vereinsamen, sich schämen, Schuldgefühle haben. Und es ist besonders wichtig, dass Männer in einer Depression Hilfe holen oder sich Hilfe besorgen und dass sie nicht ihre Kontakte völlig vernachlässigen und dadurch immer mehr vereinsamen. Die Depression an sich wird als eine Stoffwechselerkrankung des Gehirns angesehen, sodass oft auch eine begleitende Medikation, zumindest am Anfang der Behandlung, notwendig ist. Dann kommt eine Schule des Denkens hinzu, in der es darum geht, wieder positiver zu denken, das negative Denken, was auch unrealistisch ist, zu reduzieren. Oft versuchen auch von Depressionen betroffene Männer mit Alkohol und Drogen ihre Problematik zu verbessern. Das gelingt kurzfristig, auf die lange Zeit werden die Probleme umso stärker. Und viele Männer in der Depression haben oder entwickeln suizidale Gedanken, denken an Selbstmord. Und die Selbstmordquote von depressiven Männern ist 3- bis 4-mal höher als die von depressiven Frauen. Auch das ist ein besonderer Grund, sich Hilfe zu holen. Je früher, desto besser. Die gute Botschaft ist, dass Depression behandelbar ist und heilbar ist und dass dafür Beratung und Psychotherapie zur Verfügung stehen. Weil die Depression eine psychische Erkrankung ist, hast du auch immer das Recht auf eine psychotherapeutische Behandlung. Ich finde es ganz wichtig, dass sich betroffene Männer nicht vor Scham und Schuldgefühlen zurückziehen. Viele haben Versagensangst, aber das liegt nicht daran, dass du persönlich versagt hast, sondern dass du an einer Depression erkrankt bist. Deshalb hast du das Recht und die Möglichkeit auf eine Hilfe. Und viele dieser Hilfen arbeiten mit einer Veränderung des Denkens, der Wahrnehmung, des Selbstbilds und, was ganz wichtig ist, auch Sport und Bewegung. Wenn du Erfahrungen mit Sport hast, greif es wieder auf und du wirst merken, Sport an sich wirkt schon antidepressiv und bringt schon die ersten Schritte zu einer Verbesserung der
Stimmungslage und der Gefühle. Außerdem wichtig bei einer Depression ist ein guter Schlaf in der Nacht. Vermeide Schlafphasen tagsüber und nimm dir die Zeit für den Schlaf in der Nacht. Insgesamt, wenn du denkst, dass du Hilfe brauchst, wenn du dir unsicher bist, ob du von einer Depression betroffen bist, hol dir diese Hilfe. Das geht online auch, das geht auch anonym und vertraulich als erster Schritt bei Online-Angeboten wie zum Beispiel instahelp.me und dort wirst du beraten von kompetenten Fachkräften und kannst mit ihnen auch herausfinden, ob eine ambulante Psychotherapie geeignet ist. Die Depression ist wie ein großes schwarzes Ungeheuer, was immer mehr Macht über dich erlangt. Wehr dich gegen dieses Ungeheuer, werde aktiv und leg dein depressives Ungeheuer an die Leine, sodass du Lebensqualität gewinnst und wieder Spaß am Leben haben kannst.